Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich immer zu einem gewissen Punkt so, hier, das reicht mir. Dann bin ich halt nur beim Tanzen Frau, dann hat das nicht gereicht. Dann bin ich halt immer Frau, aber Hormone, das ist viel zu gefährlich. Und irgendwann hat das nicht gereicht. Und dann kam der Punkt, was soll eigentlich auf deinem Grabstein stehen, wenn du immer noch mit dem alten Ausweis rumläufst? Ja, dann machen wir halt auch Personenstandsänderung, Namensänderung auf dem Papier. Und das ist wirklich tiefenentspannt, dass dann die Post jetzt auch wirklich an Frau Konstanze Tschech zugestellt wird. Du kannst mir auch eine Nähmaschine oder eine Dampfmaschine oder ein Auto vor die Füße schmeißen. Wenn man so Techniker ist, dann ist man halt immer Techniker und dann fummelt man halt und freut sich. Und wenn man das Jahrzehnte macht, dann artet die Sache halt aus. Das Rechenwerk ist kein typisches Museum. Das Besondere ist, dass wir die Sachen halt nicht statisch ausstellen und sagen, ja, es ist halt irgendwann kaputt gegangen, aber ihr könnt es euch immer noch angucken, sondern wir versuchen so viel wie möglich auch in kontinuierlicher Arbeit zu reparieren. Deswegen sieht es auch in der Ausstellung sehr chaotisch aus. Bei uns gibt es sehr viele Maschinen, die gibt es halt nur noch hier. Und wir hatten häufig den Fall, wenn wir sie nicht mitgenommen hätten, dann wären sie halt verloren gegangen. Also zum Beispiel hier, ich sag mal DDR-Alexa dazu, ist so alt wie ich, Baujahr 82, ist ein Robotron, Spracherkenner, Sprachsynthetisierer. Das ist die letzte Maschine ihrer Art und die ist nur noch hier. Ich habe an der Hochschule Merseburg studiert, zwischen 2002 und 2008. Und der Zusammenhang besteht eigentlich darin, dass es dort am Deutschen Chemiemuseum eine Abteilung gab, die sich so ein bisschen nebenbei mit Rechentechnik beschäftigt hat. Und als die keine ABM-Kräfte mehr bekommen haben, haben die gemeint, ey, wollt ihr das nicht übernehmen, unsere Rechentechnik? Weil ihr macht doch auch sowas. Dann haben wir dort ein paar Räume zur Verfügung gestellt bekommen und wir hatten halt so ein bisschen Bestand. Was sie nicht wussten, ist, dass wir in den Folgejahren wie Krebs wachsen würden und quasi deren große Ventile und Regler immer weiter beiseite packten in die Regale, um dort irgendwie das Zeug mit Rechnern auszumauern. Ja? Hast du Bock auf noch einen Besucher? Ist gerade wieder einer gekommen. Wer ist denn das? Wir machen gerade ein Interview. Ich brauche nicht mehr lange. Aber du kannst dir mal fragen, ob das der Typ ist, der den 7150 abholen will. Wir haben ja Technik, die über die DDR hinausgeht, in beide Richtungen. Also wir haben noch so das letzte Nachwendeaufblinken und wir haben jetzt vor kurzem zum Beispiel unsere älteste Maschine bekommen von 1909. Der Gedanke ist halt, es wirklich so lange wie möglich funktionstüchtig zu halten.
Ich glaube, so richtig verstecken, wenn ich nicht müsste, würde ich mich nicht, sondern würde immer versuchen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, beziehungsweise irgendwo diesen Kontakt zu erhalten. Ja, hi Senf. Ich wollte dir nur mitteilen, dass das mit dem Tarball diese Woche nicht geklappt hat. Ich kümmere mich nächste Woche drum. Und ich bringe Käse mit. Hau rein. Mauzen ist valide Kommunikation. Wir haben hier im Rechenwerk sehr viele queere Leute. Wir sind alle in irgendeiner anderen Hinsicht kaputt, nicht wirklich sozial kompatibel. Und Konstanze ist in dem Laden hier besonders, allein schon dadurch, dass sie den Laden hier mit aufgebaut hat. Also ich kenne auch viele Geschichten, wo Konstanze umhergezogen ist und Geräte, die kurz vor der Verschrottung standen, eingesammelt hat. In großen Menschenmassen und in großen Räumlichkeiten, ja, ist das verloren. Ja, wir sind halt auch alle recht fehlertolerant miteinander. Das schafft natürlich schon eine Wohnzimmeratmosphäre. Wo liegt jetzt das Zeug? Ah, hier. Nachdem ich mich ein halbes Jahr lang durch das halbe Land, sage ich mal, beworben habe, habe ich diese Stelle gefunden. Da hat jemand einen Servicetechniker gesucht für Musikelektronik und eigentlich hatte ich davon zu der Zeit keine Ahnung, aber da gerade Wirtschaftskrise war und keiner einen Mechatronikingenieur brauchte, dachte ich mir, da kann man hinlaufen, dann versuchen wir das mal. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass Musikelektronik und Regelungstechnik irgendwie ja auch bloß Elektronik ist und dass ich mein Wissen hier hervorragend einsetzen kann. Das ist jetzt 16 Jahre her. Meine Aufgabe ist hier, Geräte, meistens gebrauchte, zu überprüfen, bei Bedarf zu reparieren, so dass sie stabil laufen. Ich meine, das ist jetzt hier noch ein verhältnismäßig neues, aber wir haben Geräte so mit Holzgehäuse aus den Anfang 70er. Da gibt es keine Teile mehr und da muss man wirklich so die Tasten fillern und auspolieren. Das sieht jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich bring das mal kurz weg. Die Kiste ist nämlich fertig. Ich darf den ganzen Tag mit cooler Elektronik mich beschäftigen. Und ja, die Kunden, die man hat, wenn man sich mit Musikelektronik beschäftigt, die sind eigentlich sehr interessante und angenehme Menschen. Insofern, es gibt da irgendwie einen Synergieeffekt. Zumal auch Dinge, die man hier lernt, im Rechenwerk eingesetzt werden können und andersrum Dinge, die man im Rechenwerk lernt, bei der Instandsetzung wiederum hier sinnvoll eingesetzt werden können. Hä? Ach Leute. So wird ein Schuh draus. Nee, ansonsten gibt es eigentlich durchweg positives Feedback. Auch während Corona war das kein Problem. Die Leute sind halt extrem dankbar, dass jemand kommt und ihr Problem löst. Und füttern einen noch mit Kuchen und Kaffee. Und ich verkaufe halt etwas, was so selten ist, dass es nahezu scheißegal ist, wie ich rumlaufe. Die Leute sind happy, dass ich da bin. Auf der Audioaufnahme.
Also muss ich euch mehr füttern. Tja, Ohrstock, gehasst und geliebt. Autoantenne, noch mehr gehasst, von einigen Leuten tatsächlich abgelehnt, weil gilt als gefährlich, selbst bei BDSM-Lern. Naja, und dann kommen die Dinge hier, die man so kennt. Klassische Lederriemenpeitsche, an der Stelle aber auch im Modell, wo ich sage, man spürt sie schon, aber es ist einigen Leuten noch zu wenig. Für die ist dann zum Beispiel so etwas gut. Eine kleine Peitsche wie die hier heißt auch Flogger und das ist Rundgummimaterial, also die zieht schon, wenn man die abkriegt. Wow, klingt die cool. Also ich habe das tatsächlich gelernt, was ich hier mache. Meine Schläge sitzen. Ich weiß, wie man eine Session aufbaut im Sinne von Spannungsbogen, dass es nicht langweilig wird, dass es aber auch nicht so hektisch von Szene zu Szene springt, dass die Leute überfordert sind. Und ich gehe in die ganze Sache rein mit einem Session-Fragebogen für submissive Parts. Es ist einfach das Zwischenmenschliche. Das kann man nicht beschreiben. Also die Chemie stimmt einfach. Und die ist sehr gut. Ja, du musst diesen Bereich pflegen. Das ist ja lauter Buchseln. Ich weiß. Das will ich dich eincremen. Alles gut. Die Möglichkeit, mich als Domina zu verwirklichen und das auch mit so einem semi-professionellen Background, gibt mir persönlich, dass ich mich selber bzw. mein Selbstbewusstsein komplett neu erfinden konnte. Durch die Geschlechtsdysphorie als Transfrau hatte ich halt das Problem, dass ich jahrzehntelang halt mich selber nicht leiden konnte und auch davon ausgegangen bin, dass alle anderen mich nicht leiden können und ist halt total stressig. Und jetzt konnte ich halt durch diese Rolle und durch das Hineinwachsen in die Rolle der dominanten Frau mich komplett neu erfinden. Und zwar als starke, selbstbewusste Frau,
du gehst total gelassen in so eine Szene rein, selbst im Alltag, weil du halt immer so, also diese Dominanz, die wird manifest im Geiste. Also ich habe wirklich enormen Respekt davor, was Constanze sich an Wissen angeeignet hat im Laufe ihres Lebens und auch, dass sie weiterhin trotz ihrer Krankheit weiterhin so aktiv ist und auch nicht müde wird. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass er unter einer schweren Krankheit leidet, aber das blende ich aus, weil Das Essentielle am Schamanismus ist die Erkenntnis, dass alles lebt. Und dass wir umgeben sind von Energien. Unter anderem durch meine Krebsdiagnose und dann die Ansage, ihr Leben ist endlich und wir haben nicht so richtig was wir ihnen dagegen geben können. Bist du mehr oder weniger darauf, wie soll ich denn sagen, so von wegen, hilf dir selbst, denk dir irgendwas aus. Im Vergleich zu den richtigen sibirischen Schamanen kann ich verhältnismäßig wenig und habe wenig Kräfte. Bin allerdings aufgrund meiner Erkrankung und meiner Konstitution mehr oder weniger meine beste Kundin. Ich habe einer Freundin Energie und Geborgenheit gesendet, die braucht's gerade. Und um Kraft gebeten. Ich bin nicht sicher, ob das funktioniert hat. Das Ding hier hat mir übrigens eine andere Schamanin vermacht. Das hilft beim Blinzeln, wenn du so... Das macht's einfacher. Ich stoße dabei durchaus und eigentlich permanent an meine Grenzen. Aber jede Grenze ist eine Möglichkeit, daran zu lernen und im nächsten Iterationsschritt etwas mehr zu können. Ich mag Zeichen. Die Welt ist von meiner Warte aus betrachtet irgendwie schöner, wenn sie allesamt im Gleichgewicht und in sich heil ist. Und gestörte Orte sind nicht heil. Und wenn man durch das, was man bisher gelernt hat als schamanisch arbeitende Person, so mit kleinen Dingen die Welt so ein bisschen reparieren kann, hier und da und dort, und dafür halt Ausgeglichenheit und Liebe erfährt, das ist sehr erfüllend.
Ich repariere nicht nur gerne Autos, ich fahre auch gerne. Also ich finde Autofahren super entspannt. Und wenn es nicht gerade im Stadtverkehr von Berlin ist, dann kann man da nebenbei auch schön über Gott und die Welt nachdenken. Eigentlich ist es ja quasi so eine Diskrepanz als Frau, wo man schon länger wusste, dass man eine ist, dann doch sich mit Technik und gerade solchen klischeehaften Sachen wie Kraftfahrzeugtechnik zu beschäftigen. Aber ich finde es nach wie vor richtig geil, riesengroße Rechenanlagen zu reparieren, mich mit Autos zu beschäftigen. Und das Coole an Transfrau ist halt, du bist nie zu 100% Frau, du warst nie zu 100% Mann, sondern du weißt, dass du eigentlich dein Leben lang ein Mischwesen bleibst. Und warum sollte man dann nicht genau sowas machen? Schneidern, tanzen, wir können alles. Das ist das Coole. Wir haben, wie sage ich immer, das Bedienpult mit den richtig vielen Knöpfen bekommen. Und ich weiß das zu schätzen. Das ist jetzt 60 Newtonmeter. Nächster Zyklus. Jetzt kommt der heiße Teil. Man sieht auch nichts. Shit. Das haben wir so richtig schön festgeballert, das Ding. Das ist der Zehner. Wir müssen hier meine Mutter bergen. Die will nicht. So eine Maschine selbst reparieren zu können, hat ein empowerndes Moment. Und ja, viele Leute könnten sich halt vom Mindset her wahrscheinlich gar nicht leisten, so einen Wagen zu fahren, weil sie mit jedem Scheiß damit zur Werkstatt müssen und jemanden bräuchten, der es halt kann. Das Ding klemmt. Es gibt ja sehr viele Transfrauen, die dann wirklich sagen, ich habe meine ganzen alten Klamotten verbrannt und alle Fotos und das ist ein anderer Mensch, das bin ich nicht. Und ich sage so, nee, warte mal, das hat doch Laune gemacht und ich mag nach wie vor die gleichen Leute. Warum sollte man nicht alles integrieren? Vielleicht ist das mein Wahrgewesen, dass ich mal alles ausgleichen will. Fuck. Also, ich spule gerade den Keilriemen auf. Das ist nicht geil. Da müssen wir erst mal rausfummeln. Offenheit ist auch in Beziehungen so das ultimativ Wichtige. Offenheit und bedingungslose Liebe. Leider vergessen das die meisten Leute heutzutage. Die Technikerin ist die rationale, die Schamanin ist die spirituelle. Die Domina ist ein gefertigtes Bild. Das ist wie eine Schauspielerin. Das heißt, ich schlüpfe in die Rolle, ich muss sie ausfüllen, ich muss sie mir auch selber glauben. Aber letzten Endes, ich bin ja keine Alleinherrscherin, die mit einer Peitsche irgendwie ihre Sklaven durch die Gegend treibt, sondern das ist so begrenzt auf ein bestimmtes Spielsetting oder auf eine gebuchte Session. Die Schamanin ist so das Gegenteil davon. Die ist echt, die muss echt sein. Weil wenn die vorgibt, wenn ich jetzt vorgebe, irgendwas anderes zu sein,
Dann sagt mir das Universum, netter Versuch, hier kriegst du einen Tritt, versuch's nochmal oder geh weg. Meine Pläne für die Zukunft. Ich habe tatsächlich einen richtig großen Punkt. Das ist Heilung. Das heißt also ein ganzheitlich energetischer Ansatz, von dem Krebs befreit zu sein. Meine Ärzte glauben mir das noch nicht, aber ich habe gesagt, ich habe das tatsächlich vor und ich habe dann einen Ansatz, wie ich das machen möchte. Wenn das klappt, und ich bin da positiv überzeugt von, dann habe ich ziemlich viel Zeit, weil ich möchte wirklich alt werden. Und dann möchte ich ganz viele Sachen machen, das 4. Auto noch auf die Straße kriegen, richtig schön Harfe lernen, noch ein paar Bilder malen, vielleicht mache ich auch ein bisschen Musik, meinen Relais-Computer fertig kriegen, in die Mongolei reisen und nach Sibirien und dort mit Schamanen reden. Keine Ahnung, es wird sich zeigen. Ich habe auf jeden Fall vor, in der mir verbleibenden Lebenszeit, egal wie lang sie ist, neugierig und agil zu bleiben und immer wieder neue Dinge zu lernen, was mir aber schon immer sehr leicht fiel. Herzlich willkommen im Rechenwerk Halle. Du bist beim Anrufbeantworter Komoot TC 600 gelandet. Hier kannst du eine Nachricht aufnehmen und sie später anhören. Viel Spaß dabei!